Schau mal auf dein Bankkonto. Stell es dir vor wie ein Eiswürfel, der ganz langsam schmilzt. Das ist keine bloße Metapher. Das ist die kalte, harte Realität unseres Geldsystems. Du arbeitest hart, legst Geld beiseite und sparst für die Zukunft. Aber ohne, dass du es merkst, wird dieser Betrag jeden einzelnen Tag ein kleines bisschen weniger wert. Die Lösung ist, einfach mehr zu sparen. Damit bekämpfst du aber nur ein Symptom, nicht die Ursache. Die unbequeme Wahrheit ist, unser Geld ist kaputt. Aber es gibt eine Alternative, ein Gegengift zur schleichenden Enteignung. Und das Beste daran, du brauchst keine Hunderttausende von Euros, um dich zu schützen. In den nächsten Minuten zeige ich dir, warum in der Welt von Bitcoin selbst der kleinste Betrag ausreichen kann, um die Spielregeln für deine finanzielle Zukunft neu zu schreiben. Um zu verstehen, warum Bitcoin eine so radikale Innovation ist, müssen wir zuerst über unser alltägliches Geld sprechen. Den Euro, den Dollar, all die Währungen, die wir als Fiat-Geld bezeichnen. Seitdem die USA 1971 die direkte Bindung des Dollars an Gold aufgehoben haben, ein Schritt, dem die meisten Währungssysteme weltweit folgten, basiert der Wert unseres Geldes allein auf dem Vertrauen in die Regierung und Zentralbanken, die es ausgeben. Und diese Zentralbanken, wie die Europäische Zentralbank EZB, haben ein offizielles Ziel: eine Inflation von etwa 2% pro Jahr. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber es wird als optimal für eine stabile Wirtschaft angesehen. Für dein Erspartes bedeutet es jedoch ein Versprechen, dass dein Geld jedes Jahr an Kaufkraft verlieren soll. Das summiert sich. Bei 2% Inflation ist nach 35 Jahren die Hälfte der Kaufkraft weg. In den letzten Jahren haben wir aber gesehen, wie schnell diese Zahlen nach oben schnellen können, mit realen Inflationsraten, die teilweise weit über den Zielwerten lagen. Dieses System hat ein entscheidendes Merkmal. Die Geldmenge ist nicht starr begrenzt. Wenn eine Regierung mehr Geld braucht oder die Wirtschaft stottert, können Zentralbanken praktisch unbegrenzt neues Geld erschaffen. Dieses Phänomen, auch Quantitative Easing genannt, verdünnt den Wert jeder einzelnen Geldeinheit. Es ist, als würde man einem Glas Limonade immer mehr Wasser hinzufügen. Der Geschmack wird unweigerlich immer dünner. In Extremfällen führt das zu Hyperinflation, wie wir es in Ländern wie Venezuela, dem Libanon oder Argentinien gesehen haben, wo Ersparnisse quasi über Nacht wertlos wurden. Aber auch in stabileren Volkswirtschaften findet dieser Prozess statt, nur langsamer und leiser. Du musst also ständig rennen durch Investments, die die Inflation schlagen, nur um auf der Stelle zu treten. Stillstand bedeutet Rückschritt. Und deswegen wird kein Betrag in Fiat-Geld jemals wirklich genug sein, weil er permanent an Wert verliert. Und genau hier kommt Bitcoin ins Spiel, als direkte Antwort auf die Schwächen dieses Systems. Sein anonymer Erfinder Satoshi Nakamoto definierte die Regeln des Geldes neu. Der entscheidende Unterschied ist ein einziges Wort: Knappheit. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Diese Zahl ist absolut, in den Code einprogrammiert und kann von keiner zentralen Autorität jemals geändert werden. Während die Menge an Euros und Dollar theoretisch unendlich ist die Menge an Bitcoin mathematisch begrenzt. Besser noch, der Code hat einen eingebauten Mechanismus, der die Entstehung neuer Bitcoins kontinuierlich verlangsamt, das sogenannte Halving. Etwa alle 4 Jahre wird die Belohnung für die Sicherung des Netzwerks halbiert.
2009 startete die Belohnung mit 50 Bitcoin. 2012 wurde sie auf 25 Bitcoin halbiert. 2016 ging es dann runter auf 12,5 Bitcoin und 2020 auf 6,25. Im April 2024 fand das letzte Halving statt, das die Belohnung auf nur noch 3,125 Bitcoin senkte. Jedes Halving macht Bitcoin programmierbar knapper. Seine Inflationsrate sinkt vorhersehbar und transparent gegen Null, bis um das Jahr 2140 der letzte Bruchteil eines Bitcoins geschürft sein wird. Bitcoin ist damit ein programmierbarer Gegenteil von Fiat-Geld. Seine Geldpolitik hängt nicht von Launen von Politikern ab, sondern von unveränderlicher Mathematik. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Warum ist in diesem System jeder Betrag genug? Rechnen wir mal nach. Es gibt 21 Millionen Bitcoin für die gesamte Weltbevölkerung von rund 8 Milliarden Menschen. Selbst wenn man alle existierenden Bitcoin gleichmäßig aufteilen würde, bekäme jede Person nur etwa 0,0026 Bitcoin. Das ist also heute etwa 100 Euro in Bitcoin investiert. Kaufst du vielleicht nur einen winzigen Bruchteil. Aber du sicherst dir einen prozentualen Anteil an einem globalen, streng limitierten Gut. Du besitzt damit potenziell mehr, als der Durchschnittsmensch jemals besitzen könnte, sollte Bitcoin eine globale Adoption erfahren. Stell es dir so vor, 100 Euro auf dem Bankkonto sind wie ein Eimer Wasser in einem Ozean, das ständig aufgefüllt wird. Dein Anteil am Ganzen wird immer kleiner. 100 Euro in Bitcoin sind wie ein Tropfen Wasser in einem Eimer, aus dem das Wasser langsam verdunstet. Dein Anteil am verbleibenden Wasser wird relativ gesehen immer größer. Deshalb ist die Aussage so kraftvoll. Jeder Betrag in Bitcoin ist genug, wenn man lange genug wartet. Dein kleiner Anteil wird nicht weniger, während die Fiat-Geldmenge weiter zunimmt. Das bedeutet, dass der Wert deines Anteils, gemessen in einem inflationären Geld, über die Zeit potenziell steigen muss, vorausgesetzt die Nachfrage nach Bitcoin bleibt bestehen oder wächst. Während deine Euro auf dem Sparbuch in 10 Jahren vielleicht nur noch eine Kaufkraft von 80 Euro haben, könnten deine 100 Euro in Bitcoin das Potenzial haben, sich zu vervielfachen. Und das ist natürlich nicht garantiert und kommt nicht ohne Schwankungen. Aber die grundlegende Dynamik von begrenztem Angebot und potenziell steigender Nachfrage ist unbestreitbar. Die Geschichte von Bitcoin ist voll von Beispielen, die diese These untermauern. Erfolgreich waren oft nicht die genialen Trader, sondern diejenigen, die eines besser verstanden haben als alle anderen: Zeit. Schauen wir also auf diese Pioniere. Die frühen Miner, die zwischen 2011 und 2012 mit einer einfachen Computerhardware Tausende von Bitcoin schürften, hatten oft nur minimale Kosten. Ihr Geheimnis? Sie haben nicht beim ersten Hype oder bei der brutalen Absturz in Panik verkauft. Sie haben einfach gewartet und sitzen heute teils auf millionenschweren Vermögen. Oder nehmen wir ein modernes Beispiel. Michael Saylor, der Gründer von MicroStrategy. Er begann im August 2020, die Geldreserven seines Unternehmens strategisch in Bitcoin umzuwandeln, weil er Fiat-Geld als schmelzenden Eiswürfel betrachtete. Er hat nicht versucht, den Markt zu timen, sondern einfach kontinuierlich gekauft und tut dies bis heute. Diese Geschichten lernen eine entscheidende Lektion. Der größte Feind des Bitcoin-Investors ist nicht die Volatilität, sondern die eigene Ungeduld. Erfolg liegt nicht im perfekten Timing, sondern in der Zeit, die man im Markt verbringt. Time in the market. Natürlich wäre es unehrlich, die Kehrseite zu verschweigen. Die Volatilität. Der Weg von Bitcoin ist eine wilde Achterbahnfahrt.
Preiseinbrüche von 50% oder mehr sind in der Geschichte von Bitcoin keine Seltenheit und können für einen Kleinanleger eine echte Zerreißprobe sein. Aber genau hier liegt die größte psychologische Herausforderung. Es ist leicht, an die Vision zu glauben, wenn die Kurse steigen. Aber kannst du auch an einem Plan festhalten, wenn die Schlagzeilen vom Tod des Bitcoin künden? Erfolgreiche Langzeitinvestoren nutzen Strategien, um diese Falle zu umgehen. Eine der effektivsten ist das Dollar-Cost-Averaging oder ein simpler Sparplan. Anstatt zu versuchen, den perfekten Tiefpunkt zu erwischen, investierst du regelmäßig einen festen Betrag, zum Beispiel 50 oder 100 Euro pro Monat. Diese Strategie hat zwei unschätzbare Vorteile. Erstens, du nimmst die Emotionen aus dem Spiel und kaufst systematisch. Und zweitens, du profitierst von dieser Volatilität. Bei niedrigeren Kursen kaufst du automatisch mehr Anteile als bei hohen Kursen. So erzielst du über die Zeit einen günstigen Durchschnittspreis. Es geht darum, die Volatilität nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance zu begreifen. Der Preis, den man für die Aussicht auf eine überdurchschnittliche Rendite zahlt. Wenn du tiefer in Strategien eintauchen möchtest, die dir helfen, einen klaren Kopf zu bewahren, dann abonniere gern diesen Kanal. Wir brechen die komplexen Zusammenhänge für dich herunter und geben dir die Werkzeuge für eine erfolgreiche und stressfreie Reise in die Welt von Bitcoin an die Hand. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Was ist deine größte Sorge oder auch dein größtes Fragezeichen bei Bitcoin? Die Technik, die Sicherheit, die Regulierung? Schreib mir das gerne in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren. Wir stehen heute an einer Weggabelung. Auf der einen Seite liegt der bekannte Pfad des Fiat-Geldes. Ein Weg der scheinbaren Sicherheit, aber mit der Gewissheit zur schleichenden Enteignung. Auf der anderen Seite liegt ein neuer, weniger ausgetretener Pfad, der Bitcoin-Standard. Er ist volatiler und mit Unsicherheiten behaftet, darunter zukünftige Regulierung oder auch technische Konkurrenzen. Aber er bietet etwas, das unser aktuelles System nicht kann: eine absolute mathematische Knappheit. Die Entscheidung, einen kleinen Teil des Vermögens auf diesen zweiten Pfad zu setzen, ist keine reine Spekulation. Es ist eine rationale Absicherung gegen die offensichtlichen Schwächen des ersten Weges. Es ist die Erkenntnis, dass in einer Welt, in der Geld unendlich gedruckt werden kann, ein kleiner unantastbarer Anteil an etwas absolut Endlichem einen unschätzbaren Wert haben könnte. Und genau deshalb ist jeder Betrag, egal wie klein er heute scheint, genug, um deine Zukunft zu sichern. Du kaufst nicht nur einen Vermögenswert, du kaufst dir einen Platz in einer Rettungsarche in einer Welt, die mit inflationärem Geld geflutet wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.